Tonight we're going to talk about beliefs and how the impact your beliefs have on your physical and mental health. Heute Abend wollen wir uns über Glaubensüberzeugungen unterhalten und was für einen Einfluss sie auf die mentale und körperliche Gesundheit haben. We want to explore the impact on physical health as well as the impact our choices play upon beliefs and identify methods for determining healthy versus unhealthy beliefs. Wir wollen die Macht entdecken, die der Glaube auf die körperliche Gesundheit hat, den Einfluss erkennen, die unsere Entscheidungen auf den Glauben haben und Methoden entwickeln, die gesunden von ungesunden Glauben unterscheiden können. What we believe has power over us, power to heal and power to destroy. Was wir glauben, hat Macht über uns, Macht zu heilen und Macht zu zerstören. Vance Vanders was on his way home one night Ein Mann namens Vance Vanders war auf seinem Weg nach Hause eines Abends in a southern Alabama town. in einer Stadt im Süden des US-Bundesstaates Alabama. He decided to take a shortcut through a local cemetery, Und er wollte eine Abkürzung durch einen Friedhof nehmen. at which time he was confronted by a Hexenmeister, Und witch doctor. während er über den Friedhof ging, wurde er von einem Hexenmeister getroffen. Also einem, ja. The witch doctor wafted a foul-smelling stuff in his face. Blew a foul-smelling stuff in his face. Dieser Hexenmeister hat eine Substanz mit fauligem, stinkenden Geruch in sein Gesicht geschmiert, Pronounced a curse upon him. hat einen Fluch über ihm ausgesprochen Told him he was going to get sick, take to his bed, get worse and worse, not recover, and die. und hat ihm gesagt, dass er krank werden wird, dass er nach Hause gehen wird, ins Bett, dass es ihm immer schlechter gehen wird und dass er am Ende sterben wird. Vance had a very restless night that night. An diesem Abend hat Vance sehr unruhig geschlafen. He tossed and turned and got very little sleep. Er hat sich nur umhergeschmissen im Bett und hat wenig geschlafen. When he awoke the next morning, he felt aches and pains all over and didn't have much appetite. Und als er am nächsten Morgen aufwachte, hatte er überall Schmerzen und hatte keinen Appetit. So he didn't go to work, Also ist er nicht zur Arbeit gegangen and he laid around all day at home. und hat den ganzen Tag zu Hause He herumgelegen. had a very difficult sleep again the next night. Die nächste Nacht hat er wieder sehr schlecht geschlafen. He started to feel weak. Er fühlte sich schwach When he stood up, he felt he was dizzy. und als er aufstand, war ihm schwindelig. And this continued for more than 2 weeks. Und dieser Prozess ging mehr als 2 Wochen so. By then, he'd lost multiple pounds. Zu diesem Zeitpunkt hat er schon einige Kilos an Gewicht verloren. And so they took him to the hospital. Also brachte man ihn ins Krankenhaus. The doctors began to do examinations. Die Ärzte haben Untersuchungen durchgeführt, They ran all types of tests, verschiedene Tests. but they couldn't find anything physically wrong, but Vance continued to get worse. Sie konnten allerdings keinen körperlichen Schaden feststellen, aber Vance ging es immer schlechter. Then the family finally told the doctor about the curse. Dann hat die Familie dem Arzt diese Geschichte erzählt, von diesem Fluch. The doctor thought long and hard, what should I do? Und der Arzt hat lange darüber nachgedacht, was soll ich hier tun? He came in the next morning, Er kam am nächsten Morgen ins Zimmer, called all the family together, hat die ganze Familie zusammengerufen told Vance that he went to the cemetery last night. I went to the cemetery last und night. hat zu Vance gesagt, ich bin gestern Abend zu diesem Friedhof I gegangen. pinned the witch doctor up against the tree, Ich habe den Hexenmeister geschnappt und ihn an einen Baum gedrückt and I forced him to tell me how the curse worked. und ich habe ihn dazu gezwungen, mir zu sagen, wie der Fluch funktioniert. Vance, he rubbed lizard eggs into your abdomen, and one of them hatched inside you, was eating you from the inside out. Vance, was er tat, er hat Eidechsen-Eier in deinen Bauch geschmiert und die haben dazu geführt, dass es dir schlecht geht. But I know how to break the curse. Aber ich weiß, wie ich den Fluch durchbrechen kann. And with great ceremony, he calls in the nurse. Und der Arzt hat also mit einem großen rituellen Aufwand die Krankenschwester hereingerufen And he draws up a liquid in a syringe, und hat eine Spritze aufgezogen mit einer Flüssigkeit and he injects it into Vance. und hat diese Flüssigkeit in Vance hinein injiziert And he injected a medicine that will cause Vance to vomit. und hat ein Mittel gespritzt, was zum Erbrechen führt. And as Vance is vomiting, Und also hat Vance sich jetzt übergeben, the doctor secretly drops a little green lizard into the vomit. hat der Arzt, ohne dass jemand es sah, eine kleine grüne Eidechse in dieses Erbrochene And he says, geworfen. look, Vance, the curse is broken. Und hat gesagt, schau mal, Vance, der Fluch ist jetzt durchbrochen. And Vance's eyes pop open. Und Vance konnte seinen Augen nicht trauen. He falls back into bed for a fitful sleep. Er fällt zurück ins Bett und schläft
müde ein and he wakes up 4 hours later ravenously hungry. und wacht 4 Stunden später auf und hat unglaublichen Hunger. And he was all well. Und seitdem ging es ihm sehr gut. Sam Schumann in the 1970s In den 70er Jahren, ein Mann namens Sam Schumann was diagnosed with metastatic liver cancer. musste die Diagnose erfahren, dass er Leberkrebs hatte, der schon metastasiert war. He was told he only had 3 months to live. Man sagte ihm, dass er nur noch 3 Monate zu leben hat. And sure enough, in less than 3 months, Sam was dead. Und tatsächlich 3 Monate später war Sam tot. At the autopsy, the pathologist discovered that the doctors were wrong. Während der Autopsie haben die Pathologen herausgefunden, dass die Ärzte sich geirrt hatten. Sam only had one tiny tumor still encapsulated inside the liver. Sam hatte nur einen einzigen kleinen Tumor, der in der Leber abgekapselt war. Sam did not die of metastatic liver cancer. Sam ist nicht an metastasierendem Leberkrebs gestorben. He died of believing he was dying of metastatic liver cancer. Er ist davon gestorben, dass er an diesen Leberkrebs geglaubt hatte, dass er davon sterben wird. Derek Adams was a 21-year-old college student. Derek Adams ist ein 21-jähriger Student von der Universitätsstudent. And college students in America are usually poor. Und College-Studenten in den USA sind normalerweise recht arm. And they look for ways to make money. Und sie sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, Geld zu verdienen. So Derek signed up with a pharmaceutical company to be in the trial for one of their new medicines. Derek hat sich also bei einer Pharmafirma gemeldet, um an einem Test für ein Medikament teilzunehmen. And he had a history of depression, and they were testing a new antidepressant. Und Derek litt an Depressionen und in dieser Testreihe wurde ein neues Medikament getestet für Depressionen. And one day his girlfriend broke up with him. Und eines Tages hat die Freundin von Derek Schluss mit ihm gemacht. And in great distress, he went home and took the entire bottle of medicine. Und er war so aufgewühlt, dass er nach Hause ging und die gesamte Packung dieser Tabletten schluckte. And within a few minutes of taking the medicine, he realized he might die. Und einige Minuten nachdem er diese Medikamente geschluckt hatte, hat er festgestellt, jetzt kann er sterben. So he called an ambulance. Also hat er den Notruf gerufen. When the ambulance got there, they put a cardiac monitor on him. Als der Notarzt ankam, hat er ihn an ein EKG angeschlossen. His heart was beating erratically. Und sein Herz hatte einen unregelmäßigen His Rhythmus. blood pressure was extremely low. Der Blutdruck war sehr niedrig. He was sweating and pale. Er schwitzte und war bleich. So they rushed him to the emergency room. Also hat man ihn schnell auf die Intensivstation gebracht. At the emergency room, he continued to have all types of what's called ectopic or pathological heartbeats. Er hatte sehr viele einen ektopischen Herzrhythmus, unregelmäßigen And his Herzrhythmus. blood pressure was barely able to get. Und man konnte seinen Blutdruck fast gar nicht messen, so niedrig war er. They infused him with 4 liters of IV fluids, Man hat ihm 4 Liter Infusionen gegeben. but he didn't improve. Es ging ihm nicht besser. So the doctor in the emergency room called the liaison with the pharmaceutical company. Deswegen haben die Ärzte im Krankenhaus den Kontaktmann der Pharmafirma angerufen. We've got to know what this medicine is. He's overdosed. We got to know what we're treating. Und die Ärzte haben gesagt, wir müssen wissen, womit wir es hier zu tun haben. Er hat eine Überdosis zu sich So genommen. they broke the blind on the study. Also hat man die Unterlagen dieser Testreihe studiert And Derek was on placebo. und festgestellt, dass Derek Placebos zu sich nahm. When they told Derek he had just taken sugar pills, Als man Derek sagte, dass er Zuckertabletten zu sich genommen hatte, within 15 minutes his heart rate and blood pressure were normal. hat sich innerhalb von 15 Minuten sein Herzrhythmus und sein Blutdruck normalisiert. What we believe has power over us. Power to heal and power to destroy. Was wir glauben, hat Macht über uns. Macht zu heilen und Macht zu zerstören. Have you heard of the placebo-nocebo effect? Haben wir schon mal gehört vom Effekt des Placebo oder Nocebo? When you take a placebo effect is a positive effect. Ein Placebo-Effekt ist ein positiver Effekt. A nocebo effect is a negative effect. Und Nocebo ist ein Negativeffekt. If you were in pain and a doctor gave you a pill and told you it was a pain pill, Wenn Sie Schmerzen haben und ein Arzt gibt Ihnen eine Tablette und sagt, das ist eine Schmerztablette, but it was actually a sugar pill, aber es ist tatsächlich eine Zuckertablette, if you believe it's a pain pill, wenn Sie daran glauben, dass es eine Schmerztablette your ist, brain will begin releasing endorphins, enkephalins, and dopamine. dann wird Ihr Gehirn damit beginnen, Endorphine Enkephalins? und
Enkephaline freizusetzen dopamine. und Dopamin. And the endorphins and kephalins are mood elevators and painkillers. Und Endorphine und Enkephaline sind Schmerzmittel und sie heben die Laune an. So you actually get relief from pain. Also wird der Schmerz dadurch besser. But if you know it's a placebo, somebody tells you it's a sugar pill, Wenn man aber erfährt, dass es sich um ein Placebo, also eine Zuckertablette handelt, the brain doesn't release the endorphins and kephalins and dopamine. dann wird das Gehirn nicht diese Substanzen freisetzen, das Dopamin und das Endorphin. So change in belief changes brain chemical response. Das heißt, dass eine Veränderung in der Glaubensüberzeugung auch die Veränderung der chemischen Antwort des Gehirns verändert. If you are pronounced with a curse, as Vance Vanders was, Wenn man sie mit einem Fluch belegt, so wie Vance Vanders, or you're superstitious, oder wenn sie abergläubisch sind, a black cat walks in front of you, eine schwarze Katze geht über ihren Weg and you think something bad now might happen. und jetzt denken sie, etwas Schlimmes könnte passieren, If you have that negative thought, wenn sie diese negativen Gedanken haben, the brain suppresses endorphins and kephalins and dopamine. dann unterdrückt das Gehirn die Freisetzung von Dopamin, Enkephalin und Endorphin. And this results in aches and pains all over your body, Und die Folge davon sind Schmerzen am ganzen Körper, a feeling of dread and dysphoria, ein Gefühl von Ermattung, which only reinforces the belief that something bad must be happening, was nur dazu führt, dass man daran glaubt, es passiert etwas Schlimmes. which causes you now to start worrying about what bad things have happened, Dazu kommt dann, dass man sich Sorgen macht, was passiert denn da Schlechtes, which activates the fear circuit, the amygdala we've talked about all week, was dazu führt, dass sich die Angstkreisläufe im Gehirn, Which- das Amygdalazentrum aktiviert, which releases norepinephrine, was wiederum zur Freisetzung von Norepinephrin führt, which causes more anxiety and stress, was zu mehr Angst und Stress führt. all based on a belief. Und all das beruht nur auf einem Glauben. There was a study done. Angina pectoris is the pain we experience when we don't get enough blood to the heart. Angina pectoris ist ein Zustand, den wir erfahren, wenn nicht genügend Blut zum Herzen gelangt. This is the pain somebody has when they're having a heart attack. Das ist der Schmerz, den Patienten haben, wenn sie einen Herzinfarkt erleiden. Now, in the past, they treated this pain with very strange things like cobra venom, removing parts of the thyroid or parts of the pancreas. In der Vergangenheit wurde diese Krankheit sehr seltsam behandelt, nämlich mit Kobragift oder mit der Entfernung von Teilen der Schilddrüse oder der Bauchspeicheldrüse. Now, these interventions have no medical impact on improving blood flow to the heart. Diese Behandlungsmethoden haben keinerlei Einfluss darauf, ob die Blutzufuhr zum Herzen verbessert wird. But when people believed they would work, 70 to 90% of them had their pain improve. Aber die Patienten, die daran geglaubt haben, 70-90% von diesen Patienten hatten eine Verbesserung. When science showed they were worthless, only 30 to 40% showed improvement. Aber als die Wissenschaft bewiesen hat, dass diese Behandlungsmethoden sinnlos sind, haben nur 30-40% eine Verbesserung erfahren. There was a study done of women who were having nausea, intractable nausea during pregnancy. Es wurde auch eine Studie durchgeführt an Frauen, die unter Übelkeit während der Schwangerschaft litten. The doctors put a tube down into the stomach with a bulb that would measure the contractions of these women. Die Ärzte haben diesen Patientinnen einen Messkolben in den Magen gelegt, der die Kontraktion messen Of konnte. the stomach. Ja, die Kontraktion des Magens. And then they gave them a medicine that they told them would cure their nausea. Und dann hat man diesen Patientinnen ein Medikament gegeben, von dem behauptet wurde, dass es die Übelkeit verbessert. What they gave them was something called syrup of ipecac. Was ihnen gegeben wurde, ist etwas, das nennt man Ipecac-Sirup. Which is a medicine that induces vomiting. Das ist ein Medikament, welches Erbrechen hervorruft. 100% of the women had their nausea go away and the stomach contractions reduced as measured by the bulb. 100%, also alle Patientinnen die Übelkeit ist vergangen und die Kontraktionen, die vom Messkolben gemessen wurden, waren auch weg. They did a study of people who had wisdom teeth extraction looking at the